In unserem Alltag sind wir von diversen sich bewegenden Objekten umgeben. Dazu zählen zum Beispiel LKWs, Kräne, Autos, Flugzeuge und Schiffe oder auch Windräder. Diese Objekte erfüllen alle unterschiedliche Zwecke. So transportieren Autos Menschen, LKWs Güter und Kräne heben Lasten auf Baustellen. Doch eines haben sie alle gemeinsam. Um ihre Bewegung ausführen zu können, brauchen Autos sowie LKWs, aber auch Kräne ein Getriebe. Mit Hilfe eines Getriebes wird zum Beispiel die im Motor eines Autos erzeugte Kraft bis zu den Reifen übertragen, sodass diese sich drehen und das Auto in Bewegung versetzen. Im Grunde besteht ein Getriebe aus vielen Zahnrädern. Diese greifen ineinander und übertragen durch ihre Drehbewegung die Kräfte. So ein Getriebe kann auch schnell kaputt gehen, vor allem wenn dieses, wie bei einem Kran, der gerade sehr schwere Sachen hebt, hohen Belastungen ausgesetzt ist. Vor allem passiert das, wenn bei dem Zusammenbau des Getriebes Zahnräder verwendet wurden, die bereits geschädigt waren, ohne dass es jemand sehen konnte. Ein Schaden bei Zahnrädern, den man allein mit seinen Augen nicht erkennen kann, wird Schleifbrand genannt. Falls die Zahnräder Schleifbrand aufweisen, gehen diese und damit das gesamte Getriebe während des Betriebes sehr schnell kaputt. Das heißt, dass das Auto zum Beispiel in die Werkstatt muss, weil die im Motor erzeugte Kraft nicht mehr bis zu den Reifen kommt und das Auto somit stillsteht. Dann muss womöglich das Getriebe repariert oder komplett ausgetauscht werden. Das ist natürlich teuer. Aus diesem Grund sollte Schleifbrand bei Zahnrädern vermieden werden. Was aber genau ist Schleifbrand? Dazu müssen wir einen Experten fragen. Das ist Nikolai. Er arbeitet am IWT als wissenschaftlicher Mitarbeiter. An seinem Arbeitsplatz in der Versuchshalle untersucht er Zahnräder und erforscht Schleifbrand. Wie es der Name bereits andeutet, kann Schleifbrand bei dem Fertigungsverfahren Schleifen entstehen. Beim Schleifen werden Bauteile wie Zahnräder mit Hilfe einer sich sehr schnell drehenden Schleifscheibe bearbeitet. Die Schleifscheibe besteht dabei aus vielen kleinen Körnern. Trifft nun die Schleifscheibe auf das Bauteil, dringen die Körner in die Bauteiloberfläche ein und entfernen dabei Material. Durch das Entfernen von Material soll sichergestellt werden, dass die Bauteile eine bestimmte Größe und genaue Form aufweisen oder auch eine glatte Oberfläche besitzen. Manche dieser Schleifkörner sind aber so klein, dass sie kein Material entfernen und stattdessen nur auf der Oberfläche reiben. Dadurch wird es auf der Zahnradoberfläche sehr heiß. Falls es zu heiß wird, kommt es zu einer sogenannten thermischen Schädigung des Bauteils, was umgangssprachlich als Schleifbrand bezeichnet wird. Während der Bearbeitung des Bauteils ist es also so heiß geworden, dass das Bauteil an und kurz unter der Oberfläche verbrannt wurde. Vergleichen lässt sich das mit einer Pizza, die zu lange im Ofen gelassen wurde. Auch diese verbrennt und ist nicht mehr genießbar. Für das Bauteil, wie zum Beispiel ein Zahnrad, bedeutet das, dass dieses nicht mehr verbaut werden darf. Warum? Durch den Schleifbrand wird das Zahnrad geschwächt, das Material nahe der Oberfläche wird geschädigt, der Schaden entsteht da, wo es auch zum Schleifbrand gekommen ist. Zurück zu der Pizza. Ob diese verbrannt ist, lässt sich ganz einfach an ihrer Farbe beurteilen. Ist der Pizzaboden zum Beispiel schwarz, weiß man, dass die Pizza verbrannt ist. Auch Schleifbrand lässt sich so erkennen. Je stärker der Schleifbrand, desto stärker ist auch die Verfärbung des Werkstücks. Manchmal ist der Schleifbrand bereits so intensiv, dass sich auf den Bauteiloberflächen Risse ausgebildet haben. Leider kann es aber auch zu Schleifbrand kommen, ohne dass sich die Bauteiloberfläche des Bauteils verfärbt. Genau das macht Schleifbrand so gefährlich, da in einem solchen Fall jeder dem Glauben erliegt, dass das Bauteil, also zum Beispiel das Zahnrad, nach dem Schleifen ungeschädigt ist und ins Getriebe eingebaut werden kann. Wenn man sich dann vergewissern will, ob es zu Schleifbrand gekommen ist, muss man eine Schleifbrandprüfung durchführen. Ein Beispiel für eine derartige Prüfung ist der Ätztest. Dabei wird eine Chemikalie auf die bearbeitete Oberfläche des Bauteils gegeben. Falls es zu Schleifbrand gekommen ist, verfärbt die Chemikalie die Oberfläche und der Schleifbrand ist damit erkennbar. Neben diesem Test gibt es noch weitere, viel präzisere Methoden, um Schleifbrand sichtbar zu machen. Alle Tests haben aber eins gemeinsam: sie sind teuer und zeitaufwendig. Aus diesem Grund möchte man nach Möglichkeit auf solche Tests verzichten. Damit die Pizza nicht verbrennt, sollte man immer auf die Zubereitungsangaben auf der Rückseite der Pizzaschachtel achten. Es werden eine Backofentemperatur sowie eine Backzeit angegeben. Hält man sich an diese Anweisung, kann nichts schiefgehen. Wird aber eine zu hohe Temperatur bei gleicher Backzeit oder umgekehrt bei gleicher Temperatur eine zu hohe Backzeit gewählt, verbrennt die Pizza. Im Prinzip lässt sich dies auf das Schleifen von Zahnrädern übertragen. Um Schleifbrand zu vermeiden, müssen ebenfalls zu hohe Temperaturen sowie zu lange Wärmeeinwirkzeiten vermieden werden. Verglichen mit einem Ofen lässt sich an einer Schleifmaschine aber nicht die Temperatur auswählen. Stattdessen werden zwei andere Größen eingestellt, die sowohl die Temperatur als auch die Einwirkzeit beeinflussen: die Zustellung und der Vorschub.
Die Zustellung bestimmt, wie viel Material beim Schleifen entfernt wird. Der Vorschub wiederum bestimmt, wie schnell das passiert. Wir schleifen Zahnräder mit unterschiedlichen Zustellungen und Vorschüben. Damit ändern wir bewusst die beim Schleifprozess herrschende Temperatur und die Einwirkzeit. Die Temperatur messen wir und die Einwirkzeit können wir mit Hilfe der Zustellung sowie dem Vorschub berechnen. Bei den Versuchen schädigen wir gezielt Zahnräder, um herausfinden zu können, bei welchen Kombinationen aus Temperatur und Einwirkzeit es zu Schleifbrand kommt. Nach den Versuchen prüfen wir die Zahnräder auf Schleifbrand, zum Beispiel mit dem Ätztest. Mit der gemessenen Temperatur, der berechneten Einwirkzeit und dem Wissen, ob es zum Schleifbrand gekommen ist oder nicht, können wir sogenannte Randzonendiagramme erstellen. Randzonendiagramme können mit den Zubereitungsangaben für eine Pizza verglichen werden. In diesen Diagrammen kann also abgelesen werden, wie ich schleifen muss, also wie ich meine Parameter Vorschub und Zustellung wählen muss, sodass es zu keinem Schleifbrand kommt. In den Randzonendiagrammen wird die Temperatur über der Einwirkzeit aufgetragen. Das heißt, auf der Y-Achse haben wir unterschiedliche Temperaturen und auf der X-Achse unterschiedliche Einwirkzeiten. Wie bereits erwähnt, haben wir bei unseren Versuchen die Zustellung sowie den Vorschub verändert. Als Ergebnis bekommen wir immer ein Temperatur-Einwirkzeitpaar. Diese lassen sich in das Diagramm eintragen. Also suchen wir auf der X-Achse die Einwirkzeit und auf der Y-Achse die dazugehörige Temperatur. Bei dem Schnittpunkt machen wir einen Punkt. Je nachdem, ob es bei diesem Temperatur-Einwirkzeitpaar zu Schleifbrand gekommen ist oder nicht, färben wir den Punkt rot oder grün. Grün steht für keinen Schleifbrand, das Bauteil ist also ungeschädigt und kann verbaut werden. Rot symbolisiert dagegen, dass es zum Schleifbrand gekommen ist, was bedeutet, dass das Bauteil nicht zu gebrauchen ist. Nach diesem Vorgehen werden viele grüne und rote Punkte in das Diagramm eingetragen. Das Ergebnis sind zwei getrennte Bereiche, ein roter und ein grüner Bereich. Mit Hilfe dieses Diagramms kann ich beurteilen, ob es zu Schleifbrand gekommen ist oder nicht, ohne dabei weitere Prüfungen wie den Ätztest zu verwenden. Das spart mir sehr viel Geld und Zeit. Das Vorgehen kann man sich folgendermaßen vorstellen. Wir wählen für unseren Schleifprozess einen Vorschub und eine Zustellung. Aus diesen beiden Angaben berechnen wir die Einwirkzeit. Diese suchen wir auf der X-Achse. Dann schleifen wir und bestimmen dabei die Temperatur. Jetzt schauen wir uns an, wo die gemessene Temperatur liegt, im roten oder grünen Bereich. Falls die Temperatur im grünen Bereich liegt, ist alles gut. Falls die Temperatur im roten Bereich liegt, ist es zum Schleifbrand gekommen. Wenn ich weiß, dass es zum Schleifbrand gekommen ist, muss ich meine Prozessparameter, also Zustellung und Vorschub, nochmal anpassen. Dadurch erhalte ich wieder eine neue Einwirkzeit und messe eine andere Temperatur. Auch da beurteile ich, ob ich im grünen oder roten Bereich liege. Auf diese Weise kann ich meine Prozessparameter so lange anpassen, bis ich im grünen Bereich liege und ganz genau weiß, dass es zu keinem Schleifbrand gekommen ist. Mithilfe der entwickelten Randzonendiagramme kann also sehr schnell und sehr einfach geprüft werden, ob es beim Schleifen von Zahnrädern zum Schleifbrand gekommen ist. Damit kann auch verhindert werden, dass kaputte Zahnräder im Getriebe eingebaut werden.